Vetiver und Zypresse, das macht die beiden Düfte interessant, Encre Noire und Encre Noire à l'extrême. Welcher der beiden Düfte ist eher was für den Alltag und warum haben beide Nischencharakter? Dazu jetzt mehr im Video. Der Encre Noire, zu Deutsch schwarze Tinte, ist schon seit 2006 auf dem Markt. Der Duft ist ziemlich interessant, denn er wird oft als Nischenduft beschrieben. Trotzdem kostet er so zwischen 20 und 30, 40 Euro. In den Kopfnoten hat der Zypresse und Vetiver. Und das ist ziemlich interessant bei dem Duft, der riecht extrem nach Erde. Der riecht, und das macht die Zypresse, das macht der Vetiver aus, besonders der Vetiver, nach Erde und nach Waldspaziergang. Wenn wir uns mal anschauen, wie der riecht auf der Haut. Wir bekommen direkt einen Riesenhauch von Zypresse. Du hast wirklich das Gefühl, dass du im Wald unterwegs bist. Wir bekommen im Duftverlauf die ganze Zeit immer wieder Zypresse, immer wieder Vetiver ins Gesicht gehauen. Das ist super interessant bei dem Duft. Und das ist sowohl gut, sowie auch die Kritik. Der Duft riecht die ganze Zeit, und damit meine ich wirklich die ganze Zeit, nach Zypresse und nach Vetiver. Das wird natürlich schwächer nach ein paar Stunden, trotzdem hält der ewig. Zu Anfang riecht der Duft doch eher nach Erde, ziemlich trocken, ziemlich Vetiver-lastig, ziemlich nach Waldspaziergang und nach verbrannter Erde. Trotzdem ist das Interessante, dass er nach so 2-3 Stunden extrem angenehm zu tragen wird. Dieses überpowernde Vetiver, das einen am Anfang so extrem nach verbrannter Erde erinnert, wird immer weniger. Und diese angenehme Note, die man nach ein paar Stunden hat, von dem Vetiver gekoppelt mit der Zypresse, ist extrem schön zu riechen. Ich würde sagen, dass wenn du den morgens aufsprühst, dann in der Bahn sitzt und dann im Büro ankommst, ist das der perfekte Duft für den Tag. Denn der wird den ganzen Tag auf der Haut lasten. Ich merke zum Beispiel immer noch am Abend, wenn ich nach Hause komme, dass der auf der Haut ist. Er projiziert nicht mehr so stark, aber er wirkt ziemlich angenehm. Er ist nach ein paar Stunden wirklich extrem schön zu riechen, wo er am Anfang dann doch einen ziemlich mit dieser tonig verbrannten Erde umhaut. Der Encre Noire à l'extrême ist ein ziemlich frischer Duft. Der ist 2015 erschienen und ist im Ganzen auch noch relativ holzig, rauchig, ist aber dann doch ein bisschen frischer. In meinen Augen hat das Ganze immer noch denselben Duftcharakter wie der originale Encre Noire. Er wirkt aber frischer und er hält viel, viel kürzer. Wenn wir uns den mal aufsprühen, werden wir direkt sehen, wir haben die Zypresse immer noch da drin. Ich würde sagen, der Vetiver ist aber definitiv sehr, sehr viel weniger. Es riecht verbrannter, aber man merkt noch so eine Zitrusnote. Ich sage mal so schön, der Encre Noire riecht nach einem Waldspaziergang im Herbst, während der Encre Noire à l'extrême nach einem Herbstspaziergang riecht, während man noch irgendwie gerade neben einem Zitronenfeld herläuft. Das Ganze wirkt frischer, definitiv viel frischer, aber auch noch viel verbrannter. Du hast das Gefühl, dass der Wald gerade abbrennt, während du durch das Zitronenfeld läufst. Das ist wirklich eine sehr interessante Kombination zu sagen, wir haben einen komplett trockenen, einen sehr erdigen Duft, machen aber doch noch so eine Frische rein, die dann doch noch so einen leichten Kick gibt. Wohingegen der Encre Noire nach ein paar Stunden wirklich sehr tragbar ist, wirklich sehr angenehm ist und dann doch sehr angenehm im Raum liegt, ist der Encre Noire à l'extrême genau leider das Gegenteil. Auf meiner Haut lässt er nach 1 Stunde, 2 Stunden komplett aufzuwirken. Ich rieche den kaum mehr, weder auf der Kleidung noch auf der Haut, und das ist relativ selten, dass es beim Duft passiert. Am Anfang wirkt er relativ interessant, besonders durch die Zitrone hast du das Gefühl, dass er doch was sein könnte, was nach ein paar Stunden was ist, was du im Alltag tragen kannst. Leider verfliegt es aber extrem schnell. Was man am Anfang riecht, nämlich genau dieses Verbrannte, dieses extrem Erdige, nimmt einfach extrem schnell ab und wird auch im ganzen Verlauf nicht weniger. Man hat wirklich das Gefühl, der Duft projiziert insgesamt nur 1 Stunde, genau gleich, und dann ist Schluss. Und das ist wirklich ziemlich schade, denn ich finde den Duftcharakter ziemlich interessant. Das Ganze wirkt eben durch das verbrannt-zitronige extrem spannend, aber leider hält es einfach nicht. Ist der Encre Noire à l'extrême nur die bessere Wahl, weil es ein Eau de Parfum ist? Ich würde sagen, nein. Der wirkt, trotz dass er ein Eau de Parfum ist, eine höhere Konzentration hat, nach relativ kurzer Zeit einfach nach nichts mehr. Obwohl der Duftcharakter viel interessanter ist, so ist meine Auffassung, würde ich ihn mir nicht kaufen, außer ihr habt den mal gerochen und findet den extrem geil. So mache ich das manchmal, ich sprühe den mir auf die Haut, weil ich den einfach mag. Aber jetzt nicht, weil ich unbedingt möchte, dass den viele Menschen riechen, denn das wird sowieso nichts, sondern das ist wirklich ein Duft, den ich gerne rieche und für mich habe. Während hingegen der Encre Noire à l'extrême dann doch eher was für die Nische ist, was für nur dich.
ist der Encre Noir dann definitiv die bessere Wahl, falls du den Duft den ganzen Tag tragen möchtest. Der projiziert, der hält auf der Haut und er hat seinen deutlichen eigenen Duftcharakter. Der wirkt angenehm, besonders nach kurzer Zeit. Wie gesagt, 1-2 Stunden kannst du ihn auf jeden Fall tragen. Das Schöne an den beiden Düften ist, die kosten fast gar nichts. Bei Discountern bekommt er die in Angebotszeiten noch unter 30 Euro, sonst irgendwo zwischen 30 und 40 Euro. Und das ist wirklich ein Top-Preis für die beiden Düfte. Ich empfehle dir, falls du den schon mal gerochen hast, den Encre Noir, versuch den jetzt zu bekommen. Falls dir das gefällt, kauf dir das und trag das nur für dich. Andernfalls ist der Encre Noir definitiv was man mit sich mitnehmen kann. Ob du in der Parfümerie bist, ob du den online bestellst, das ist was, das musst du in der Kollektion haben. Das ist was Einzigartiges. Das wirst du nie wieder anders irgendwo riechen. Denn das ist wirklich interessant. Das riecht nach trockener, nach verbrannter Erde, wenn du am Waldspaziergang bist. Das hat wirklich einen Likeable-Faktor. Sowas, und das konnte ich mir am Anfang auch nicht vorstellen, ist wirklich was Einzigartiges. Der wirkt einfach geil. Leider muss man aber auch sagen, dass ihr mit den beiden kaum Komplimente bekommen werdet. Natürlich, der Encre Noir wirkt nach ein paar Stunden ziemlich angenehm, lässt sich auf jeden Fall tragen. Encre Noir à l'extrême, definitiv Abwahl, falls ihr den draußen tragen möchtet. Aber er wirkt immer noch speziell. Er wirkt schon wie ein Duft, den man tragen kann, der auffällt, aber er wirkt nichts, wo jemand Fremdes sagt, boah, das ist aber geil, das habe ich noch nie gerochen. Das ist irgendwas Besonderes, was ich auch haben möchte. Das ist was, das riecht man und entweder man mag es oder mag es nicht. Aber es ist nichts, wo man sagen würde, was ist das denn für ein geiler Duft? Ihr werdet damit relativ wenige Komplimente bekommen, außer euch gefällt der. Denn wenn euch der gefällt, ist das das größte Kompliment, was ihr dem Duft machen könnt. Hast du den Encre Noir schon mal getestet? Oder den Encre Noir à l'extrême? Egal welchen, schreib's in die Kommentare. Schreib mir, welchen Duft du als nächstes sehen möchtest. Wir sehen uns bald.